Willkommen zu meinem zweiten Video zum Thema Filmfestival in Cannes. Ich hoffe, du hast mein erstes Video dazu gesehen. Falls nicht, ich verlinke es nochmal hier oben. Wenn du das gesehen hast, dann weißt du, dass da nicht alles so optimal lief. Ich war viel zu lange an den Hotels. Deswegen war ich dann nicht rechtzeitig abends am roten Teppich, um da so ein bisschen das Ganze einlaufen zu sehen. Aber ich erkläre dir hier in diesem Video, wie man es richtig macht, wie ich es auch vielleicht wahrscheinlich nächstes Jahr machen werde und so ein paar Tipps, wie ich das wirklich in Zukunft machen möchte. Und ich habe es ja an meinem zweiten Besuchstag, da zeige ich dir heute ein bisschen was von, viel, viel besser gemacht. Mal so als allgemeinen Tipp, wenn du vorhast, zu den Filmfestspielen in Cannes zu reisen, dann ist es immer günstiger, irgendwo außerhalb von Cannes zu nächtigen, weil in Cannes, das wird teuer. Das wird echt teuer, weil jeder schlägt da komplett drauf auf seine Preise. Also selbst die einfachsten Studios werden dann zu richtig teuren Unterkünften, was nicht zwingend sein muss. Also schau ein bisschen im Umland von Cannes, irgendeine Stadt oder irgendeine Unterkunft in der Nähe eines Bahnhofs, sodass du dann super easy innerhalb von vielleicht 5 Minuten, vielleicht 10 Minuten, bei uns sind es, glaube ich, 7 Minuten gewesen von Juan-le-Pin, und wo du dann einfach ganz schnell nach Cannes fahren kannst. Das so als Tipp Nummer 1. Wie kommst du dahin? Beziehungsweise wo nächtigst du? Also schau unbedingt nach Airbnbs oder Hotels in der Umgebung. Nicht direkt Cannes, sondern die Städte in der Umgebung. Natürlich, wenn du vorhast, schon von morgens bis abends dann an den Hotels zu stehen und dann auch immer so ein bisschen zu wechseln, so von den Hotels. Ich habe ja schon in meinem letzten Video zum Thema Cannes Film Festival gezeigt, welche Hotels relevant sind, wenn du nach Stars Ausschau halten möchtest. Und natürlich, wenn du direkt in Cannes wohnst, dann kannst du da auch einfach morgens direkt dich hinstellen oder bis spät abends an den Hotels stehen und warten, ob da irgendwo jemand rauskommt. Natürlich ist das ein bisschen schwieriger, wenn du sehr weit außerhalb von Cannes wohnst, nächtigst, denn ja, der letzte Zug, der muss so ein bisschen dann schauen, ob du das so machen möchtest. Natürlich will auch nicht jeder von morgens bis abends an den Hotels stehen, um irgendwelche Stars zu erhaschen, ne? Das ist jetzt wirklich nur für die Hardcore-Fans. Für uns war es jetzt auch ganz okay, einfach mal außerhalb zu wohnen und dann rüberzufahren. Denn mein Tipp an dich: Nutze die öffentlichen Verkehrsmittel. Fahre auf gar keinen Fall mit deinem Mietwagen nach Cannes hinein, wenn du zum Filmfestival fährst. Nutze die Öffis, nutze den Zug, die Busse, die 620 zum Beispiel, die fährt hier komplett am Meer entlang, also an allen Städten hier an der Côte d'Azur sozusagen, und da kommst du super easy zum Filmfestival. Natürlich, wie du in meinem Video gesehen hast, sind diese ganzen Verkehrsmittel ein bisschen voller, ne? Aber es geht. Also, du musst da nicht irgendwie gequetscht stehen oder so. Es geht voll klar. Vor allem, das verteilt sich auch schön. Tipp Nummer 3: Hol dir auf jeden Fall die Karte zum Filmfestival. Das habe ich vorher auch getan. Ich blende sie hier auch nochmal ein, weil ich dir ein paar Sachen zu erklären möchte. Ich weiß nicht, ob die jedes Mal also ein bisschen anders sein wird, könnte ich mir vorstellen. Gibt es aber auf jeden Fall auf der Webseite des Filmfestivals, kann man sich runterladen als PDF. Ich erkläre dir einmal so ein bisschen, was du vielleicht machen könntest, was du besichtigen könntest. Was ich ganz schön finde, ist natürlich hier Cinema de la Plage. Da kannst du abends hingehen. Da gibt es dann auch den Plan, welche Filme an welchen Abenden gezeigt werden. Siehst du hier direkt im Osten der Karte, also ganz rechts. Dann, was wir ja gemacht haben, was du im Video gesehen hast, wir haben so einen Rundgang gestartet und den möchte ich dir hier auch so ein bisschen anhand dieser Karte erklären. Wir sind vom Norden gekommen, vom Bahnhof, waren dann ungefähr hier, wo du siehst, Salle Debussy, ganz oben der Karte. Markiere ich dir mal ganz kurz. Da sind wir so ein bisschen gestartet, da kann man auch schon ein bisschen schön Fotos machen. Und genau hier, ich würde sagen, in der Höhe, wo hier steht Access 1, Entrée principale, da so auf der Höhe, also natürlich kannst du nicht rein, entweder du hast also es sei denn, du hast eine Akkreditierung, ne? Aber so in dieser Höhe, wo das hier gerade steht, da gibt es auch so ein, wie soll ich sagen, da gibt es einmal den Weg, den du entlang gehen kannst bis zum roten Teppich, also bis wirklich davor. Das würde ich dir auch empfehlen. Also wir sind immer so um 3, 4 Uhr losgefahren und dann konnte man da richtig schön ganz nah am roten Teppich entlang gehen. Das wird dann später gesperrt. So, weiß nicht, ab 5 vielleicht schon so ein bisschen so um den Dreh, dass man da nicht mehr so nah lang gehen kann. Vielleicht auch erst ab 6, weil dann ja die Stars dort mit den Autos eintreffen und entlang fahren.
Aber wenn du ein bisschen eher da bist, ich weiß jetzt auch nicht, wie das Ganze vormittags aussieht, ob man da auch langlaufen kann oder ob es da auch, also es gibt ja auch vormittags Filmvorführungen im Festivalgelände, wo dann auch Stars eintreffen und so. Aber das Wichtigste ist halt immer dieses Schaulaufen am Abend. Und genau, so 15, 16 Uhr würde ich dir dann empfehlen, da so ein bisschen rumzulaufen. Da kannst du schön Fotos machen. Ungefähr in diesem Bereich, wo Axis 1 steht. Da gibt's dann auch neben diesem Weg, den du einfach entlanglaufen kannst, so eine kleine Absperrung, wo dann Security-Damen oder Herren stehen. Dort kannst du dich anstellen, wenn du dann, sagen wir mal so gegen 18 Uhr in diesen, ja, ich würde sagen, fast schon Fotografenbereich kommen willst, also wo du dann einen richtig guten Blick auf den roten Teppich haben wirst. Wenn du hier schaust, der rote Teppich ist dieses lange Ding hier, Grand Théâtre Lumière, wo das da dran steht. Das ist der rote Teppich und da, wie gesagt, gibt's einmal oberhalb davon, also nördlich davon, gibt's dann diesen Bereich, wo du dich, ja, ich würde schon sagen, 17 Uhr solltest du dich da schon anstellen, so langsam, weil da gibt's schon, da waren sogar schon 15, 16 Uhr Leute, die sich da angestellt haben, weil irgendwann ist einfach zu und dann lassen die keine weiteren Leute rein, wenn sie voll sind. Das ist halt ein Bereich, wo du auf den roten Teppich als Normalo noch eine gute Sicht hast. Ne? So, und dann gibt's halt einen ähnlichen Bereich, den habe ich dann an meinem zweiten Besuchstag quasi genutzt, südlich vom roten Teppich, wo dann, ja, so ungefähr in der Höhe, wo steht Entrée Protokoll, aber so ein bisschen, ja, ein bisschen höher, würde ich sagen. Da zeige ich dir auch noch Bilder und Videos, aber ich möchte erstmal nur so ein bisschen so grob erzählen, wie das Ganze hier auf der Karte aussieht. Und da zeige ich dir, also das ist mein Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimtipp ist, aber das ist so mein Tipp, wo ich sagen würde, genau da würde ich nochmal hingehen nächstes Jahr. Und da muss man sich nämlich auch anstellen. Da gibt es auch so einen kleinen Security-Bereich, da wird deine Tasche kurz kontrolliert und da bist du auch sehr, sehr nah am roten Teppich und hast da auch einen guten Blick. So, das mal kurz zum roten Teppich. Und genau, auch da solltest du dich vielleicht schon so um 17 Uhr, 17:30, 18 Uhr spätestens hinstellen. Kommt auch drauf an welchem Tag. Ich war jetzt ziemlich, ja, zum Ende des Festivals dort. Das heißt, da sind nicht mehr so die ganz großen Hochkaräter quasi hingekommen, so an Filmen und Stars. Aber ich kann mir vorstellen, wenn dann irgendwelche ganz, ganz großen, wichtigen Stars an dem Abend sich dort präsentieren, dass es dort auch schneller voll wird, dass du dann nicht mehr in diesen Bereich kommst. Es gibt davor noch so ein bisschen so einen Stehbereich, aber auch da stellen sich Leute sehr früh hin. Ich zeige dir das Ganze gleich nochmal in Form von Fotos, aber lass uns nochmal kurz auf die Karte blicken. Was ich dir empfehlen würde, je nachdem, wie viel Uhr du da hinfährst, wie gesagt, wir waren immer so um 15, 16 Uhr dort, haben dann dort unseren Walk gemacht. Also du kannst, wie gesagt, oben einmal spazieren gehen, im Bereich, ja, Access 1, Entrée Principal, da so in der Ecke, also wo du hier diese Schrift siehst. Da kannst du so ein bisschen rumgehen, du kannst dann ein paar Fotos am roten Teppich machen. Blende ich dir hier auch nochmal so ein paar Fotos von mir ein. Und dann gehst du da ein Stück weiter Richtung Süden. Hier siehst du dann schon so ein bisschen, ja, so wie einen kleinen Park und ein paar Geschäfte. Und hier, wo du dann dieses Geschenkzeichen siehst, da war der Shop, wo ich dann geshoppt habe beim letzten Video. Und dann würde ich dir einfach empfehlen, also du kommst da nicht auf diese ganzen Gebäude hier, wo Riviera steht, Salle Agnes Varda, da kommst du gar nicht hin. Palais de Festival, da kommst du auch nicht hin. Und dann hier Village International Riviera, da kommst du auch nicht hin. Da sind dann halt so Stände. Ich weiß auch nicht genau, was da alles präsentiert wird. Aber ich kann dir empfehlen, hier einfach weiter gen Osten, also nach rechts auf der Karte zu gehen, dort einfach schön spazieren zu gehen. Da gibt es auch diese Kioske, wo du dir was zu essen kaufen kannst. Bis zum Plage, Cinema de la Plage und so weiter. Und dann kommst du auch schon an der Croisette an und kannst dort flanieren, spazieren, je nachdem, was du vorhast an diesem Tag. Also das kann ich dir auf jeden Fall als Tipp mit an die Hand geben, da einmal drüber zu spazieren, so ein bisschen diese Luft zu schnuppern. Vor allem, ich würde sagen, weit bevor 17, 18 Uhr. Einfach damit du dort auch in Ruhe Fotos machen kannst am roten Teppich und vor dem Palais. Genau, das ist so das, was ich dir mitgeben kann für die Zeit vor 17, 18 Uhr. Wenn es dann 17, 18 Uhr ist, wie gesagt, diesen oberen Platz für die Normalos, also oberen im Sinne von nördlich vom roten Teppich,
Da hatte ich versucht reinzukommen. Wie gesagt, das war dann irgendwann voll. Da hat die Dame gesagt, nein, wir sind voll. Hier darf keiner mehr rein, obwohl immer wieder Leute rausgegangen sind. Das heißt, es wäre ja Platz da gewesen. Aber ab irgendeiner Uhrzeit habe ich das Gefühl, schließen die einfach. Und dort bist du dann voll der Sonne ausgesetzt, by the way, wenn du dich dorthin stellst. Also wenn die Sonne knallt, dann knallt sie da richtig auf deinen Kopf. Ich fand es südlich vom roten Teppich zu stehen viel, viel angenehmer. Es ist dann schattiger, aber ich hatte das Gefühl, man hat dort voll den geilen Blick drauf. Also ich blende dir hier mal Fotos und Videos ein, dass du auch mal so einen Blick drauf werfen kannst. Also ich finde, man sieht es echt mega gut. Und es ist auch genau das, was ich mir merke für nächstes Jahr, dass ich mich dann dorthin stelle. Wie gesagt, so ab 17, 18 Uhr, so um den Dreh, je nach Tag. Ich weiß nicht, wie voll es an den ersten Tagen dort wäre und war. Und genau, aber das ist so dieser Platz, wo ich mich dann nochmal zum Gucken hinstellen würde. Also zum Blick auf den roten Teppich, auf die Stars. Vor allem hat man da auch einen guten Blick auf die Treppe. Und sogar auf diesen Monitor da oben. Also den hatte man dort im Norden nicht so gut im Blick, fand ich jetzt. Genau. Da stellst du dich dann hin, rechtzeitig. Du kannst ja auch immer so ein bisschen schauen, wie fühlt sich das, um wie viel Uhr ist es schon voller. Wenn du mehrere Tage da bist, ne? Also wenn du nur einen Tag da bist, stell dich da rechtzeitig an. Wenn du aber mehrere Tage da bist, guck immer, wie schnell füllt sich das, ist da noch Zeit und so. Und dann merkst du dir das so für die nächsten Tage einfach mal. Genau, und dann, ich weiß nicht mehr, um wie viel Uhr das ungefähr war. Ich muss einmal kurz gucken. Also ich glaube, es ging dann nach 18 Uhr los. Vielleicht, ja, 15 Minuten nach 18 Uhr, so um den Dreh ging es dann los, dass da die Stars dann so langsam eingetroffen sind. Und das geht dann, lass mich nicht lügen, ist bestimmt auch von Abend zu Abend unterschiedlich. Vielleicht eine Stunde, anderthalb, also spätestens bis 19:30 Uhr sind dann auch alle Stars durchgelaufen. Und es wird ja auch immer mit einem Mikrofon so ein bisschen unterstützt. Ich habe zwar nicht alles verstanden, aber da wird dann immer so ein bisschen vorgestellt, welche Stars das sind, wer da gerade langläuft, welcher Film und sowas. Und ja, das kann ich dir so mitgeben, falls du da auch mal Lust hast, dir das Ganze anzuschauen, wo du dich hinstellen sollst, wann du dich da hinstellen sollst. Und ja, vielleicht probiere ich es auch nächstes Jahr mit den Akkreditierungen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, ne? Vielleicht bewerbe ich mich da für diese wie hieß das, Filmfreunde? Nee, ich weiß nicht mehr, wie dieser offizielle Akkreditierungstitel lautet, aber da gibt es halt wirklich die Möglichkeit, sich zu bewerben. Und dann bekommt man so ein Bändchen, das hatte ich dir ja auch schon mal in dem letzten Video erklärt. Und dann kannst du natürlich auch zu den einzelnen Stationen gehen und auch ja, zu Filmvorführungen. Und kannst die Stars, ich würde sagen, relativ hautnah miterleben. Ja, und was du danach noch machen kannst, du kannst dich danach wieder ein bisschen an die Hotels stellen, dann hast du auch noch die Möglichkeit, Stars zu sehen, vielleicht mit denen Fotos zu machen. Ich bin dann halt an der Croisette weiter entlang gegangen an den Hotels und habe dann ich habe dann immer so ein bisschen so nach links und rechts geschaut und habe dann plötzlich abends an einem, ich weiß nicht, war das ein Restaurant, glaube ich, die Alicia King getroffen von Goodbye Deutschland, falls ihr sie kennt. Ich blende euch das Foto hier mal ein. Auch super, super nett. Fand ich auch cool. Ich habe dann auch so gedacht, ey, eigentlich müsste man hier jetzt einfach bei abends so kurz in jedes Restaurant gucken. Ach, sitzt da nicht irgendjemand, den man kennt? Weil ich glaube, so zu den Filmfestspielen, da hat man schon die größten Chancen, irgendjemand zu treffen, den man kennt. Ich habe ja schon Georgina Fleur getroffen. Gut, das waren jetzt alles erstmal nur Deutsche, aber trotzdem, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, wenn du da dann auch die ganzen 2 Wochen, ich glaube 2 Wochen geht das immer, ne? Da bist, dass du dann auch, also die Wahrscheinlichkeit ist dann hoch, wenn du dann, ne, vielleicht auch amerikanische Schauspieler treffen möchtest. Genau, das sind so meine Tipps, die ich dir mit an die Hand geben möchte. Wie gesagt, dieser untere Bereich zum Anstellen ist viel, viel besser. Ich habe dann auch noch eine Deutsche getroffen, die liebe Alex. Richtig, richtig cool. Die hat mir dann auch noch so ein paar Tipps mitgegeben, wann man sich da anstellen soll. Und die hat halt auch mir bestätigt, dass das dort der beste Ort ist, um einen Blick auf den roten Teppich zu erhaschen, um dort die Stars auf der Treppe zu sehen. Und ja, war ein richtig cooler Tag, muss ich schon sagen. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Das war jetzt so mein zweiter Tag beim Filmfestival mit so ein paar Einblicken, mit ein paar Tipps, Insider-Tipps. Ich weiß nicht, wie insidermäßig diese Tipps sind, aber das sind so meine persönlichen Erfahrungen, meine Ideen, wie ich das Ganze nächstes Jahr angehen möchte. Natürlich wäre es am geilsten, wenn man dann irgendwie eine Unterkunft direkt in Cannes bekäme.
weil man dann ja auch wirklich vielleicht sich abends an die Hotels stellen könnte, abends an der Croisette rumlungern könnte. Je nachdem, wie viel Bock man hat, so nach Stars Ausschau zu halten. Aber ich fände es allein schon cool, wenn ich mich beim nächsten Mal immer rechtzeitig an den roten Teppich stellen würde, damit ich da auch, ja, so viel wie möglich mitbekomme. Aber ja, das sind so meine Learnings und meine Ideen für nächstes Jahr. Vielleicht ist da auch für jemanden was von euch dabei. Und wenn du Bock hast auf weitere Videos von der Côte d'Azur, folgt mir gerne. Schreibt mir auch gerne Fragen in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich freue mich auf alles. Ich mache auch gerne Videos zu Themen, die ihr gerne sehen möchtet. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.